Geh zum Office und lass dir für die nächste Woche eines Berges Gegner geben. Am 11. November die neue World Champion Chris Colin. Könnte ich mich dann gewöhnen, Orlando. Wie wär's denn mit Weber gegen Jukic? Das ist super. Wir sollten das im Ring klären. Ja, das machen wir. Keine Angst, mein Freund. Am 11. November sehen wir uns alle drei im Ring. Ihr seid so Idioten. Du willst reden? Wir müssen auf Rambo aufpassen. Er hat irgendwas geplant. Er ist sich so selbstsicher. Ey. Du bist wieder Präsident und das Match wirst du auch noch packen. Ich muss Matchmaker werden. Weißt du, damit ich die Wrestler wieder im Griff habe. Zu wissen, was die Wrestler bewegt, ist der Schlüssel zum Machen und zur Kontrolle. Zu wissen, was die Wrestler bewegt, ist der Schlüssel zum Machen und zur Kontrolle. Hey Mike. Hallo. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Alles gut? Setz dich. Ja, alles klar. Alles gut. Oh, super. Sag mal wegen Samstag. Ja. Denkst du, die Leute werden nicht wissen, dass du hinter mir bist? Mach dir mal keine Sorge, die Leute checken gar nichts. Nur nicht mal Arme machen. Weißt du, kann ich dir was fragen? Warum tust du das alles hier? Er ist eigentlich dein Bruder. Ja. Ahmed ist mein Bruder. Genau darum geht es. Weißt du, Ahmed beansprucht alles für sich. Weißt du, ich kann nicht so gut Englisch und deswegen habe ich immer Ahmed mit den Wrestlern und den Promotern reden lassen. Und zum Schluss heißt es dann Ahmed, der GWF-Boss. Was ist mit mir? Ich habe meinen Rücken kaputt gemacht für die GWF. Und zum Schluss zu hören, dass alle nur über Ahmed reden. Warum hast du nicht mit ihm darüber geredet? Habe ich doch, aber er hört doch nicht zu. Ja, das wissen wir alle. Ahmed hört nie zu. Ja. Selbst wo wir klein waren schon, konnte ich Ahmed nie irgendwas wegnehmen. Selbst wenn er mir was weggenommen hat, konnte ich es nicht wiedernehmen, weißt du? Aber das ist egal. Jetzt habe ich einen Weg gefunden, die WEF zu kontrollieren und niemand weiß davon. Weißt du, von mir aus. Solange ich mein Geld bekomme und ich immer bevorzugt werde, ist mir alles egal. Mach dir keine Sorgen, wie es läuft. Hey Martino, sag mal, stimmte das, dass du hast eine Match gegen Vincenzo gefordert, hm? Natürlich stimmt das. Ich will nichts mehr von dir wissen. Aha. Und wieso auf einmal, hm? Weil du mir nur Scheiße beigebracht hast. Wegen dir bin ich jetzt eine Lachnummer da draußen. Ja. Und die Loserweight-Titel hast du natürlich auch wegen Vincenzo, hm? Ja, na klar. Weißt du, weil ich bin eine Freundin. Ich gebe dir einen letzten Tipp, ja? Ich habe eine hervorragende Therapeutin, die kann dir sehr Ich will keine Hilfe mehr von dir. Ich will einfach nur dir zurückgeben, was ohnehin schon deins ist. Ach ja, und was ist das, Martin? Na, dein blöder Loserweight-Titel. Und deswegen fordere ich ein Ironman-Match gegen dich. Hey Tarkan, ich hab's dir nach dem Match gesagt. Den Death Valley Driver, den du mir im Match verpasst hast, den nehme ich dir nicht übel. Wenn ihr beide ein Problem habt, dann klärt es unter euch. Aber Tarkan, sollst du es noch einmal tun, da haben wir beide ein Problem. Okay? Und nochmal. Wir beide haben kein Problem. Ich habe gehört, du hast letztens Lucky beim Training geschnappt. Was war da los? Und wer erzählt sowas? Ist so egal, stimmt das? Wir haben geredet. Vielleicht hat er das sogar verstanden. Weißt du, was mich am meisten angestört hat, Tarkan? Natürlich weiß ich das. Ich kenne meinen Tag-Team-Partner. Wir sind kein Tag-Team mehr. Oh, und wieso das? Weil du mich angegriffen hast. Und warum habe ich dich... Genau das wüsste ich auch gerne. Warum? Wir hatten doch alles, Mann. Wir gar nichts.
Es warst immer nur du. Du hast alles bekommen, egal wo wir mit der GWF waren. Du hast immer die ganzen Fly-Ins bekommen. Matt Cross, PJ Black, Donovan Dijak und ich irgendwo in der Undercard. Was soll ich denn machen? Nein sagen? Darum geht es doch gar nicht. Du sollst deinen Maul aufmachen für deinen Tag-Team-Partner, als ging es um dich selbst. Egal ob Rambo oder Ahmed oder wer auch immer da oben sitzt. Du bist immer der Golden Boy. Und Tarkan ist irgendwie da. Ich habe so vielen Leuten, weißt du, ich hab mich im Ring verletzt. Ich bin so viele Jahre dabei. Und ich muss immer nur den Leuten die Hand schütteln und dabei zuschauen. Wie zum Beispiel Cashman Erkan, der eingeladen wird nach Orlando zur WWE. Pascal Spalter, der von dem GWF-Office für irgendwelche Filmrollen vorgeschlagen wird. Weißt du, wie ich meine? Es geht nicht um was soll ich machen. Ich habe so viele Hände geschüttelt, so viele Leuten gratuliert. Einen nach dem nächsten. Und sie kamen, so viele auf einmal. Ich dachte wenigstens mal, Tag-Team-Partner steht für mich ein. Aber nein, du grinst und nimmst, alles andere ist dir scheißegal. Wer sagt denn, dass es mir egal ist? Soll ich etwa Nein sagen? Ich will der beste Wrestler der Welt werden. Natürlich nehme ich da jeden Titelkampf mit. Natürlich kämpfe ich gegen Matt Cross. Natürlich kämpfe ich gegen PJ Black und Donovan Dijak und alle anderen. Was ist das, wovon ich die ganze Zeit geträumt habe? Hörst du gar nicht zu? Ich. Wo ist das Wir? Was mit mir? Wären wir jetzt noch ein Tag-Team, dann wäre es mir eine Ehre, alles mit dir zu teilen. Teilen? Du willst teilen, Alter? Vielleicht willst du auch meinen Titel haben. Klar, wer will das denn nicht? Oh. Wirklich? Du willst es, du kriegst es. Kleiner Bruder, am 11. November ist die Jagd eröffnet. Und auch du wirst sehen und verstehen, warum sie mich den König der Löwen nennen. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst den Tweet Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack deine Sachen jetzt, du fliegst raus. Du wartest jetzt tief durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du dir die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft, Titel erkämpft. Hier ist die German Wrestling Federation, hier ist Huxleys Hexenkessel, dies ist 3 Count, die Wrestling-Serie. Der nächste Kampf ist angesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Wir befinden uns auf der Zielgeraden zu GWF Legacy, denn diesen Samstag heißt es in Berlin im Huxleys GWF Legacy. Eine unfassbare Großveranstaltung steht uns bevor und ihr solltet die auf gar keinen Fall verpassen. Mit einem Gewicht von 100 Kilogramm aus dem Regiment von El Presidente Rambo, Gefreiter Weber. Das hier ist die letzte Episode, die 13. Episode von 3 Count, die letzte Episode vor GWF Legacy und am Commentary Table. Wie immer für euch meine Wenigkeit TJ, Thumbtack Jack und an meiner Seite der Jonathan. Grüßt euch auch von meiner Seite. Dieser Mann hat die letzten Matches hier bei der German Wrestling Federation angesetzt, hat sich in dieser Rolle auch verbessert. Und sein Gegner. Flieg, Feike, flieg! Here we go! Der Feike ist zurück, der Feike aus Kroatien. Und wir werden ihn gleich fliegen sehen, so viel ist sicher. Ja, Chris Kjokic, dieser Mann hat mich schon sehr begeistert. Auf dem Weg zum Ring. Mit einem Gewicht von 83 Kilogramm aus Zadar in Kroatien. Chris Kjokic. Er steht für Agilität, für Schnelligkeit, für Technik und High Flying. Hohes Risiko, das werden wir in diesem Kampf sehen. Auf der anderen Seite ein Kraftpaket, ein Powerhouse, der Gefreite Weber.
ohne Rambo hier am Ring. Aber auch ohne Rambo hat er eine sehr gute Chance heute siegreich daraus zu gehen, genau wie Chris Jokic. Ich will hier ehrlich gesagt nicht tippen, wer das Ding gewinnt. Ja, und ich tue mir auch schwer zu tippen, wer diesen Samstag bei GWF Legacy gewinnen wird. Wenn, ja, der Anführer des gefreiten Weber, Rambo, El Presidente, antritt an einem ganz wichtigen Abend, denn da geht es für Rambo und Ahmed Scher zum einen darum, was die Fans entscheiden. Entscheiden die Fans, dass Rambo der Präsident bleiben soll der GWF? Oder werden wir einen neuen Präsidenten sehen in Ahmed Scher? Und außerdem steht natürlich auf dem Spiel, wer der neue Matchmaker sein wird. Ist es Rambo, ist es Ahmed? Wer setzt in Zukunft für die German Wrestling Federation die Matches an? Bleibt der Spot für diesen Job bei den Los Libertadores oder nicht? Das ist sehr, sehr spannend zu sehen und das kriegen wir alles am Samstag bei Legacy raus. Wenn ihr es schafft nach Berlin, seid live dabei. Ansonsten schaut es euch an online wearegwf.com. Jokic gegen gefreiten Weber, das ist Kraft gegen Schnelligkeit und die Schnelligkeit, die setzt sich hier anfangs durch. Schöne Armdrag, technische Konter und der Kroate hat die Überhand. Und da steht dem gefreiten Weber die Anspannung und die Wut ins Gesicht geschrieben. Wir können es erkennen, obwohl er eine Gesichtsbemalung trägt. Geht jetzt hier in die Ringecke und da hat er das super getimt. Chris Jokic mit einem tollen Konter. Ja, das ist das, was du gesagt hast, Jonathan. Diese Geschwindigkeit vom Kroaten. Dropkick. Und feuert hier die Leute nochmal. Ja, beziehungsweise versucht die Leute dazu zu bringen, ihn anzufeuern. So rum vielleicht. Und so rum geht's jetzt im Ring zur Sache. Schöner Suplex. Und was hat der Kroate als nächstes geplant für eine spektakuläre Aktion? Tope über das Ringseil. Wunderschön gemacht. Ja, der fliegt gerne durch die Luft. Ja, aber dann hat Zeit vergeudet. Hat posiert, hat den gefreiten Weber nicht ernst genug genommen. Er hätte sofort mit dem Cover nachsetzen müssen. Das ist eine Fahrlässigkeit, die kannst du hier nicht bringen bei der GWF, wo jeder Athlet, jeder Sportsmann gefährlich ist. Er lädt ihn jetzt hier auf seine Flügel auf, aber wunderschöner Konter vom gefreiten Weber. Eine Aktion, die er so von Rambo sicherlich gelernt hat. Da geht es, da fragt er, wer bist du überhaupt? Verhöhnend vom gefreiten Weber. Und ja, wie er das Ringseil da eingesetzt hat, war clever. Denn diese Ringseile, das erkläre ich mal für jemanden, der noch nie im Ring stand, da tut das schon wieder. Die tun unfassbar weh, die sind hart wie Stahlkabel. Das sind keine Gummiseile. Diese Dinger schmerzen und wenn du da mit dem Nacken und mit dem Hals drauf landest, ist das besonders widerlich. Du musst es wissen, du standst 10 Jahre im Ring, unter anderem auch in Amerika. Und da weiß natürlich der gefreite Weber ganz genau, was er damit bezweckt. Rambo hat ihm einiges beigebracht, zum Beispiel auch diesen Dropkick, der ins Ziel trifft. Das Cover hinterher aber Jokic kommt hier raus. Ja, klassisches Lucha Libre Manöver, der tiefe Dropkick, gesprungen mit einer Eleganz vom gefreiten Weber, der jetzt hier ansetzt zum Suplex. Eine Kraftdemonstration nach der anderen vom Gefreiten. Oh, Jonathan mit einer Hand, schau dir das an. Und da droppt er ihn runter, lässt ihn fallen, das Cover folgt, aber nicht bis 3, kein 3-Count. Und Jokic, er versucht jetzt wieder auf die Beine zu kommen, ist aber gar nicht so einfach, denn der gefreite Weber, der setzt unerbittlich nach. Jetzt die Ringecke und der Splash, der aber daneben geht. Kick hinterher. Oh, diese Geschwindigkeit von Chris Jokic, wie er hier ausgewichen ist und jetzt katzengleich die Ringseile entlang läuft.
mit dem Boden voraus in die Matte gestanzt. Er will sein Parademanöver zeigen. Er will den Solar Flare, die Shooting Star Nein, da hat er zeigen. die Rechnung ohne den gefreiten Weber gemacht, denn der befreit sich da aus dieser Situation und Djokic denkt einfach on the fly, einfach mal umgedacht, verwandelt. Ja, und das gehört ja auch dazu, wenn du Wrestler bist, einfach mal spontan den Kurs ändern. Absolut, und dieser Flugkurs, der wurde für Djokic geändert. Das ist natürlich diese Spontanität, die ihn auch auszeichnet. Aus jedem Winkel, von jedem Seil bringt er seine Aktionen ins Ziel. Hier jetzt wunderschöner technischer Konter und der Standing Moonsault. Ja, da hätte es das sein können für den Kroaten, aber fairer Sportsmann spricht sich ab mit dem Ringrichter, war nur bis 2, okay, alles klar, dann machen wir weiter, aber er sollte hier keine Zeit vergeuden. Ja, das Publikum feuert ihn an, aber er muss nachsetzen. Ja, wieder auf den Flügeln aufgeladen, dieses Mal der Konter vom gefreiten Weber, Elbow von Djokic, geht in die Seile. Und der DDT dieses Mal vom gefreiten Weber. Unglaublicher Schmerz in der Kopfgegend. Aber Djokic, er motiviert sich nochmal dazu, rauszukicken. Fassungslosigkeit beim gefreiten Weber. Und ich frage mich, ob er sich fragt, habe ich mir da vielleicht einen Gegner ausgesucht, der zu schwer ist? Möglich. Aber was heißt denn zu schwer Enzo Igiri jetzt hier gegen die Schläfe? Ich meine, wenn man Einwirkung auf das Matchgeschehen hat, wie der Matchmaker gefreiter Weber, dann kann man sich da natürlich auch eine leichte Tour aussuchen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht seine Herangehensweise. Wow! Spanish Fly vom zweiten Ringseil, was für eine akrobatische Glanzleistung. Dieses Manöver ist sowieso schon schwer genug, aber vom zweiten Seil noch so viel schwerer als vom Top Row. Das gab er hinterher, aber es ist es immer noch nicht. Jonathan, das war so gefährlich, was der Kroate hier gemacht hat, denn er hätte sich problemlos mit seinen Beinen verhaken können. Da braucht es nur eine ganz, ganz kleine Fehlkalkulation. Du verhedderst dich mit den Beinen im Seil und das hätte verheerende Folgen. Aber ja, die Seile, das ist eben das Geviert, wo der Adler sich am wohlsten fühlt. Der Falke geht aufs oberste Seil, will seine Paradeaktion vor 50 zeigen, in die Knie gesprungen. Das kam er hinterher, aber nicht der Sieg für den gefreiten Weber, der hier durch diesen sehr, sehr klugen strategischen Konter nicht den 3-Count erzielen konnte. Und Djokic jetzt in der Offensive, springt aber direkt in eine Aktion von Weber. Er kontert hier einmal nach dem anderen Mal. Und das ist jetzt nicht auf sowas. Das ist ungewöhnlich. Das ist überhaupt nicht, wo sich der Gefreite zu Hause fühlt auf dem Seil. Flash! Und das war's. Einmal Hochrisiko und das war's. Und hier ist der Sieger, gefreiter Weber. Unglaubliche Aktion und mit einer Verbittertheit blickt er hier runter auf seinen Gegner. Der gefreite Weber, dominant in diesem Kampf, hat es geschafft, dem Adler so ein bisschen die Flügel, den feigen Flügel zu stutzen, kann man sagen. Und da sehen wir diese akrobatische Aktion, den Tornado DDT, gelaufen aus den Seilen. DDT hinterher von Weber, aber am spektakulärsten natürlich die Moves vom Kroaten. Unfassbar, was der hier für Aktionen gezeigt hat, aber letztendlich dieser Frog Splash, Platsch auf den Kroaten und da ist Wir sehen am Samstag bei Legacy, wie es weitergeht. Der nächste Kampf ist angesetzt auf einen Fall. Einen Kampf haben wir noch. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 101 Kilogramm.
aus Budapest in Ungarn, the Hardcore Hungarian, Dover! Wir sind wenige Tage entfernt von GWF Legacy, der 11. November, das ist euer Datum. Da sehen wir unter anderem den großen World-Titelkampf. Der GWF World-Title steht auf dem Spiel zwischen Pascal Spalter und sein Gegner Chris Cole. Niemand geringerer als dieser, der österreichische Werwolf, der ein bisschen mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte, aber jetzt auf dem Weg zur Legacy nochmal einen großen Sieg einfahren möchte. Diesen Mann sollte man nicht unterschätzen. Auf den Weg zum Ring mit einem Gewicht von 101 Kilogramm aus Wien, Österreich für Berlin, the Austrian Wolverine, Chris Cole. Doch unterschätzen sollte Chris Cole auch auf gar keinen Fall seinen Gegner am Samstag, den GWF World Champion Pascal Spalter. Niemand kennt diesen besser als Orlando Silva, denn der stand bei den letzten beiden Großveranstaltungen Pascal Spalter gegenüber. Und Orlando Silva, der hat ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten viel Zeit mit Chris Cole verbracht und ihm nochmal, letzte Woche haben wir es gesehen, Mut zugesprochen für diesen Kampf. Absolut, Chris Cole und Orlando Silva, die verbindet eine lange Freundschaft und jetzt ist es so langsam soweit. Jetzt kommt bald der große Moment für Chris Cole. Er hatte Selbstzweifel, hat darüber nachgedacht, sein Retirement anzutreten und wirklich seine Wrestling-Karriere zu beenden. Aber diese Selbstzweifel, die hat er besiegen können. Er ist jetzt straight auf dem Weg zum GWF World Champion Titel, aber in seinem Weg Dover, der Hardcore Hungarian, den er hier besiegen muss, um nochmal das letzte Momentum aufzubauen, um nochmal die letzten Selbstzweifel auszuräumen, TJ. Dieser Körperbau alleine schon von Dover sagt alles. Das ist ein Mann, den man nicht unterschätzen darf. Und Orlando Silva hatte es Chris Cole empfohlen, sich einen schwierigen Gegner auszusuchen, sich einer großen Challenge zu stellen in der Vorwoche, in der Woche von der Großveranstaltung GWF Legacy, damit Chris Cole nochmal ordentlich Momentum aufnehmen kann, damit er nochmal Fahrtwind gewinnen kann, damit er auch Selbstbewusstsein wiederfindet. Und das ist es, worum es für Chris Cole in diesem Kampf geht. Gar nicht mal es anderen Leuten zu beweisen, sondern allen voran sich selbst zu beweisen, dass er ein würdiger Nummer 1 Herausforderer ist. Absolut, zwei absolute Kraftpakete, Powerhouses hier im Kampf gegeneinander. Der erste Pin-Versuch noch nicht zielführend, aber das war schon brachiales Ringen, was wir hier am Anfang gesehen haben. Die beiden, die wollen beide unbedingt den Sieg, denn auch Dover bedeutet dieses Match natürlich viel. Er will hier wieder durchstarten bei GWF, hatte kürzlich einen großen Sieg gegen Senza Volto und hat hier auch einiges an Momentum, das er hier mit in diesen Kampf bringt. Das wird keine leichte Aufgabe für Chris Cole heute, ganz und gar nicht. Ja, dieses Match gegen Senza Volto, schaut es euch noch einmal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das war unglaublich, ein Kampf ohne Regeln, ganz nach meinem Geschmack, ganz nach dem Geschmack des Hardcore Hungarian. Absolut korrekt, der hier aber gerade etwas ins Hintertreffen gerät, denn Chris Cole setzt seine Chops absolut platziert und 1A ausgeführt gegen seinen Gegner an, will seinen Finisher schon zeigen, aber viel zu früh im Match. Ja, Jonathan, du hast darüber geredet. Chris Cole, er hat schon drüber nachgedacht, soll ich denn die Stiefel an den Nagel hängen? Wie lange wird sie noch dauern, meine Wrestling-Karriere? Der Mann ist 1980 geboren, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Crossbody, aber Dover befreit
befreit sich und dann direkt in diese Grab rein. Direkt packt er sich Chris Cole und bringt er hier diese Aktion durch. Es ist unglaublich, diese Kraft. Ja, die Frage, die sich Chris Cole in diesem Moment gerade eben wohl auch stellen wird, ist, wie viele Jahre habe ich noch in mir? Habe ich überhaupt noch Jahre in mir? Oder sind es nur noch Wochen, Monate, vielleicht nur noch ein paar Tage? Wir werden es am Samstag sehen für Chris Cole. Da geht es am Samstag um alles. Ich glaube, das ist die letzte große Chance seiner Karriere. Das kann sehr, sehr gut sein. GWF Legacy, das Vermächtnis, vielleicht trifft dieser Name auch genau darauf zu. Denn Chris Cole, für den entscheidet sich da alles. Am Samstag, 11. November, GWF Legacy. Checkt das aus, Leute. Und hier im Ring, da geht's brachial weiter. Dover, der hat hier eine Sache im Kopf. Und das ist seine einzige Sache, die er gerade im Kopf hat, den Sieg einzufahren. Chris Cole. Ja, Chris wird Cole immer wieder im Ansatz gestoppt. Chris Cole hat viele andere Dinge im Kopf, neben dem Wrestling. Er hat auch gerade sein... Wow, Spear aus dem Nichts! Er hat auch gerade sein eigenes Fitnessstudio eröffnet, baut sich schon mal ein Standbein auf für die Zeit nach dem Wrestling. Das zeigt ja natürlich auch, wie clever jemand wie Chris Cole ist. Das ist kein dummer Mann, das ist ein sehr, sehr kluger Stratege. Ich selbst weiß, wie das ist damals. Ich habe studiert zu meinen, im Spätherbst meiner Karriere. Ich wusste, hey, ich muss mir, wow, German Suplex unfassbar, ich muss mir ein Standbein aufbauen für die Zeit nach dem Wrestling. Chris Cole weiß das auch. Aber du bist 2. Du hast ja nicht nur normal studiert, du hast auch die Aktionen im Ring studiert. 10 Jahre warst du im Ring. Wie fühlt sich das an, dieser Aufprall? Ein German Suplex ist eine verheerende Landung. Sowas kannst du nicht trainieren. Die Stürze, die du trainierst, sind auf die Brust, auf die Vorderseite, auf deinen Rücken. Du versuchst ja immer mit der möglichst großen Fläche zu landen, am besten komplett mit dem Rücken flach auf der Matte, und beim German Suplex ist es genau das Gegenteil, weil du wirklich nur punktuell mit deinem Genick zusammengestaucht auf die Matte befördert wirst, so wie gerade Dover von Chris Cole befördert wurde, und da wendet sich das Blatt. Mit dem Kopf voraus wirft er sich hier gegen seinen Gegner rein. Und wieder du bist 2. Keine Rücksicht auf Verluste zwischen diesen beiden Powerhouses. Dover kann es gar nicht fassen. Dover, dieser Mann sieht schon aus wie so ein Waldschrat. Ich weiß nicht, aus welchem komischen Wald in Ungarn, in Budapest er entlaufen ist. Hat einen Schädel, der wirklich Zement sprengen könnte. Und jetzt will er den Arrow of Hungary abfeuern. Da geht er durch, der tritt an den Hinterkopf. Verheerende Folgen, und es kann gut sein, dass... Also Chris Cole, der wirkt fast etwas ausgegangen. Nein, er kämpft sich wieder nach oben. Der Österreicher getroffen vom ungarischen Pfeil. Chris Cole muss sich jetzt erstmal wieder zurückbesinnen, aber da tut er es mit diesem Uranage Slam, eines seiner Parademanöver. Aber wieder du bist 2, Dover, wieder raus. Also diese Widerstandsfähigkeit, es ist einfach unfassbar. Aber Chris Cole, der hat jetzt Blut geleckt, der spürt das Feuer, die Crowd, die Zuschauer, das Publikum, die stehen hinter ihm. Und er bringt einen unglaublichen Slam hier durch, und das war wieder so eine punktuelle Landung. Und kommt da Dover nochmal raus. Die Augen von Dover, sie zeigen es an. Da ist niemand mehr zu Hause. Das Cover. Und nein, immer noch nicht der Sieg für Chris Cole. Und das ist diese Sache als Wrestler. Manchmal bist du vielleicht geistig nicht mehr anwesend, aber deine Instinkte setzen in diesem Moment ein. Und ich glaube, das war ein instinktiver Kickout, den Dover da gemacht hat. Absolut, Chris Cole. Wir haben etliche Schlachten von ihm jetzt auch bei der GWF gesehen, unter anderem auch bei 3 Count. Und er ist auch ein Mann, bei dem die Aktionen wirklich in die Instinkte übergegangen sind. Auch sein Finisher natürlich, den er hier ansetzen wollte. Kniestoß gegen das Kinn, und jetzt soll er durchgehen. Ja, dieser Double Underhook, der bedeutet natürlich das Wolverines End, das er zeigen möchte, sein Finishing Move. Aber hier noch nicht erfolgreich. Ich weiß nicht, auf wen ich wetten sollte in diesem Kampf. Ganz ehrlich, Jonathan. Oh, rennt hier in eine Clothesline. Und die direkt am Hals bzw. am Kinn geht. Nochmal, Wolverines End. Und da geht er durch. Der Pin. Ich wette auf Chris Cole.
Ich hab's dir doch gesagt, Jonathan! Und hier ist der Sieger, the Austrian Wolverine, Chris Coolin! Er baut sein Momentum auf vor der großen Schlacht am Samstag um den World Title. Chris Coolin gewinnt das Match, das hat er gebraucht. Ein Sieg für Österreich, ein Sieg für Chris Coolin, den er einfahren konnte, obwohl es lange Zeit nicht gut aussah. Dann der Spear und dieser bestimmende Move, der German Suplex, haut euch die Landung an. Auf den Nacken. Furchtbar. Aber dieser Kopf ist wirklich aus Stahl von Dover. Der Hardcore Hungarian konnte selbst noch nach dem Uranage Suplex auskicken, der picture perfect war. Doch Wolverines End, Chris Coolin mit dem perfekten Cover. Beide Beine eingehakt. 3 Count. Chris Coolin nimmt Fahrt mit auf den Weg zu GWF Legacy. Der letzte 3 Count hier bei 3 Count. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Verpasst GWF Legacy am Samstag nicht. wearegwf.com. Checkt das aus. Chris Coolin gewinnt hier in diesem unerbittlichen Kampf gegen Dover. Bedankt sich bei den Fans. Und wir bedanken uns bei euch. Weißt du was? Ich habe immer Probleme, Gespräche anzufangen. Ich weiß nicht wie, weißt du, weil ich habe irgendwie Angst, Leute zu verletzen oder so. Was habe ich schon wieder getan? Was habe ich wieder getan? Das weißt du ganz genau. Weißt du, früher hätte das geklappt. Früher hättest du mir das gesagt, was du denkst, was ich hören möchte. Und dann wäre alles wieder gut gewesen. Ja, dann sag, was du hören möchtest. Ich weiß, dass du es warst. Was war ich? Alles warst du. Alles. Du hast Rambo aufgehetzt gegen mich, gegen den Bruder. Du hast ihm Tipps gegeben. Du bist zu den Wrestlern gegangen, hast auch gut Kumpel mit denen gemacht, um Informationen zu bekommen, um sie gegen mich zu verwenden. Oh, der böse Mike. Was willst du von mir? Wieso? Wieso will ich wissen? Wieso? Du willst wissen, wieso? Du willst mit der Wahrheit doch nicht klarkommen. Doch, ich will's wissen. Weißt du, mein Leben lang musste ich mich beweisen. Ich bin in Deutschland geboren, ein Deutschkanacke. Rassismus hier, Verfeindung da, überall Hass. Ich dachte, dass meine Familie zu mir steht, mein Bruder. Ich dachte, wir sind die besten Freunde, ich wäre für dich gestorben. Und ich dachte, dass du auch für mich sterben würdest. Ja, für dich. Alles geht hier um Ahmed. Wir machen das, was Ahmed sagt. Hier Ahmed hier, Ahmed da. Machen wir das, was Ahmed sagt. Weißt du was? Du bist mein kleiner Bruder. Komm damit klar und verpiss dich. Weißt du was? Nein. Diesmal komme ich damit nicht. Weißt du was? Ich gebe auf. Ich zerre. Endlich, verpiss dich. Werde ich tun. Aber du schuldest mir noch eine Antwort. Ich will wirklich nur wissen, wieso. Du willst wissen, wieso? Ja. Ich sag dir, wieso. Du bist der schlechteste Wrestling-Promoter, den es gibt, okay? Wir sind Promoter und keine Babysitter. Wir sind hier, um Geld zu verdienen. Denkst du, die Wrestler interessieren mich? Nein! Wenn einer sich den Arm bricht, dann soll er sich verpissen, bis er wieder kämpfen kann. Und wenn einer zu oft verletzt ist, dann soll er sich für immer verpissen. Was machst du? Du setzt den Flausen in den Kopf. Komm, mach weiter so. Du kriegst bald dein WWE-Tryout. Was haben wir davon? Nichts haben wir davon. Dank dir ist Axel in der WWE. Und was haben wir davon? Haben wir 1 Cent damit verdient? Nein, haben wir nicht! Verstehe, okay. Alles klar, also es geht um Geld. Du verkaufst also deine Familie, deinen Bruder, deine Freunde, deine Schüler? Nichts mache ich. Das sind undankbare Schweine. Die sollen sich verpissen. Weißt du was? Ich bedanke mich heute bei dir. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Bitte. Gern geschehen. Weißt du, ich hab den Leuten immer gesagt, weißt du, ich, Mike, wir sind Brüder, wir sind die eine und die gleiche Person. Ja, wir haben die gleiche Meinung, alles gleich, aber ich habe heute gelernt, nein, sind wir nicht. Wir sind komplett verschieden. Es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen uns beiden. Weißt du, ich lerne sehr, sehr schnell. Dann hoffe ich mal, dass du daraus gelernt hast. Ja, habe ich. Chris, lass uns nicht respektlos sein. Hey, ich wollte nie respektlos sein. Ich will einfach nur wrestlen machen. Willst du?
stärkere Gegner fordern. Ich will keine Hilfe mehr von dir. Ich will einfach nur dir zurückgeben, was ohnehin schon deins ist. Das sind nur zwei kleine Kinder, die nichts mit dem Wrestling-Business am Hut haben. Cash Money Mafia gegen Tony und Ronaldo und den Tag Team Title. Dafür wird das ein richtig geiles Match. Wenn es dir hier nicht gefällt, so kamst du nicht ab. Ich bin hier geboren. Ich bin deutscher Bürger. Wenn einer gehen muss, dann du. Okay? Der Verlierer verlässt das Land. Ich will der beste Wrestler der Welt werden. Natürlich nehme ich da jeden Titelkampf mit. Was ist das, wovon ich die ganze Zeit geträumt habe? Du willst es. Du kriegst es. Every November. Sie jagt öffnet. Wer das Match gewinnt, wird der neue Matchmaker. Ich gehe sehr stark davon aus, die Wahl zu gewinnen, aber auch das Match. Meinst, ich werde Special Referee bei deinem Match gegen Rambo bei Legacy. Ich habe 29 Wrestler besiegt und mir diesen Kampf verdienen. Ihr denkt doch wirklich immer noch, es geht um euch. Ihr seid so Idiot. Ich liebe es zu kämpfen. Und dann, mein Freund, hol ich mir den Gürtel. Allerbeste sein und gehst an dein Limit, suchst die Grenzen deiner selbst, solange bis du sie findest. Sie sind heilig für dich, wie die Unschuld des Kindes. Setz dir ein Denkmal deiner selbst, bevor du verschwindest. Selbst wenn sie dich jetzt kleinreden, gehörst du zu denen, die ihren Traum leben, für ihr Ziel alles geben. Das hier ist mehr als ein Spiel, es geht ums tägliche Brot. Erreicht, was du schon viel erklingt, die Spitze köpft dich nach oben. Du wartest jetzt, bis du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wenn Titel erkämpft, Titel erkämpft. Du wartest jetzt, bis du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Dein Bestes geben, weil du nie die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wenn Titel erkämpft, Titel erkämpft.